Hi Leute und willkommen bei Rollerfix. In diesem Video zeige ich euch, wie man richtig Kompression an einem Roller misst. Ich sage richtig, weil ja, Kompression messen ist nicht einfach Kompressionsgerät einstecken und kurbeln, denn einige Bedingungen müssen doch erfüllt sein. Warum misst man die Kompression eigentlich? Die Kompression zeigt den physischen Zustand des Motors. Wir können da ja jetzt nicht unbedingt reinsehen. Klar, es gibt so Geräte, wo man wie heißen die, irgendwas mit Scope, wo man in den Bremsraum reinsehen kann, aber dennoch sieht man nicht die kleinsten Abweichungen oder die kleinsten Verschleiße der Kolbenringe. Und so mit der Messung der Kompression können wir den physischen Zustand des Motors messen. Das heißt, sind die Kolbenringe abgenutzt, gibt es Schäden an dem Kolben. Und wenn die Kompression stimmt und der Brennraum dicht ist, dann ist der physische Zustand des Motors in Ordnung. Die Bedingung Nummer 1 könnt ihr vielleicht an dem Roller schon sehen, der ist ein bisschen nass. Für die erste Bedingung musste ich den Roller nämlich warm fahren. Das ist die erste Bedingung. Man misst die Kompression bei einem betriebswarmen Motor. Warum? Naja, zum einen muss sich das Öl verteilt haben. Das Öl hat auch die Funktion, den Brennraum abzudichten. Je dichter der Brennraum ist, desto besser die Kompression. Außerdem dehnen sich die Metallbauteile aus, wenn sie warm werden. Deswegen muss der Motor warm werden. Dann dehnt sich der Kolben etwas aus und der Zwischenraum zwischen dem Kolben und der Zylinderwatt wird etwas schmaler. Also dichtet das den Brennraum auch ab. Wie gesagt, je dichter der Brennraum ist, desto besser die Kompression. Die nächste Bedingung ist, die Batterie muss in einem guten Zustand sein, denn wir werden die Batterie kurbeln, beziehungsweise wir werden den Motor kurbeln. Die Batterie wird leiden, ohne dass der Motor anspringt und die Batterie nachlädt. Wer kicken möchte, kann natürlich kicken, dauert nur länger. Besser mit der Batterie. Die nächste Bedingung ist, wir werden die Zündkerze rausnehmen. Das ist jetzt nicht Bedingung, das ist eine Voraussetzung, klar. Wir werden hier die Kompression messen, also muss die Zündkerze raus. Zündkerzenstecker darf irgendwo hängen bleiben, nur Hauptsache nicht ganz nah am Metall. Abhängig vom Zündkerzenstecker, es gibt ja auch Metallstecker, können hier Funken entstehen. Die nächste Bedingung ist, wir wollen ja nicht, dass während wir messen, keine Zündung stattfindet, es wird da drin im Brennraum nichts verbrannt und wir wollen nicht, dass Sprit eingespritzt wird. Wir wollen keinen unverbrannten Sprit im Bremsraum haben. Deswegen stecken wir von der Einspritzdüse den Stecker ab und so spritzt sie nicht mehr ein. Wer einen Vergaserroller hat, der hat es natürlich etwas komplizierter. Der kann aber den Vergaser von Außensaugstutzen trennen und rausnehmen, damit da Luft nachkommt. Und somit kommen wir auch zu der nächsten Bedingung. Die Luft muss in den Brennraum rein. Dafür werden wir, wenn wir die Kompression messen und kurbeln, die Drosselklappe komplett öffnen. Je mehr Luft reinkommt, desto mehr Luft wird komprimiert. Das ist gut für die Kompression. Außerdem wollen wir die Bedingungen simulieren, wie wenn wir fahren. Und wenn wir fahren, geben wir ja auch Gas. Das war die letzte Bedingung und somit können wir mit der Kompressionsmessung beginnen. Hier wird jetzt das Kompressionsmessgerät angeschlossen. Wer einen Helfer hat, also so ein Gerät kriegt man, glaube ich, für 30 € im Internet. Wer einen Helfer hat, der kann hier mit diesem Aufsatz messen. Dann wird er hier nur aufgesetzt und gegengedrückt. Am besten den Roller stabilisieren. Man muss recht fest andrücken. Das Ding muss jetzt nicht im Brennraum verschwinden, aber doch abdichten. Also am besten mit einer Hand den Roller stabilisieren, mit der anderen andrücken und der andere muss kurbeln. Ich habe keinen Helfer und beziehungsweise mein Helfer ist zu Hause. Wer keinen Helfer hat, kann so einen Adapter nehmen, beziehungsweise so einen Schraubverschluss. Es gibt verschiedene Adapter für verschiedene Roller und Motorräder. Das hier ist, merke ich schon, nicht der richtige Adapter. Ich brauche den schmaleren hier.
Den hier. Und den schraube ich jetzt da rein. Ich denke, da man den nicht ganz festziehen kann, wird die Kompression eventuell, muss nicht, aber könnte eventuell etwas niedriger sein, als wenn man das zu zweit macht. Dann schließen wir das Gerät hier an. Wir ziehen jetzt am Gas und versuchen den Roller zu starten, beziehungsweise klicken den E-Starter. Also, der ist kurzzeitig auf 12 gegangen. Wahrscheinlich ist der Schraubverschluss nicht ganz drauf. Der zeigt jetzt die Kompression von 10 Bar, was sehr gut ist. Idealerweise sollte die Kompression über 8 Bar liegen. So, jetzt will ich es aber wissen, warum der auf 12 gegangen ist und dann an Kompression verloren hat. Ich denke, irgendwo ist da die Kompression entwichen, also der Druck entwichen. Deswegen versuche ich das jetzt hier mit dem Messadapter. Dabei werde ich versuchen, mit einer Hand den da reinzudrücken und mit der anderen Gas zu geben. So, schauen wir, ob das klappt. Nee, wie man hört, entweicht da der Druck. Ich halte den wohl ein bisschen falsch. Naja, mit einer Hand muss ich auch noch filmen. Jetzt versuche ich nochmal. So feste reindrücken, wie es geht. Wie gesagt, mit 2 Leuten geht es einfacher. Nochmal nullen. Nee, leider entweicht der Druck, das kann man gut hören. Mit dem Schraubadapter war es besser. Ich kriege es nicht hin, den fest genug reinzudrücken, damit der Roller nicht verrutscht. Und gleichzeitig den gerade zu halten, so dass er hier komplett abdichtet. Und mit der anderen Hand Gas zu geben und zu kurbeln. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn es so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ihr könnt selbstverständlich den Kanal kostenlos abonnieren, um die weitere Videos, Tipps, Reparaturanleitungen, Verlosungen, Blabla Videos und so weiter nicht zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.